Das Wort Gottes ist für mich das Wichtigste. Darum ist es für uns sehr, sehr wichtig, Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Und ich bin 100% sicher, dass Gott, der uns heute hier zusammengebracht hat, er ist bereit, durch sein Wort etwas zu tun. Immer wenn Gott etwas Neues tun will, er spricht das Wort. Und ich merke es, dass wir in dieser modernen Welt angefangen haben zu verlieren, und zwar wie wertvoll jedes Wort Gottes ist. Man hat mir einen Videoclip geschickt, ich weiß nicht, ob es WhatsApp ist oder Facebook, von einem Dorf, die sich gefreut hat, dass Bibel in das Dorf kam. Es war eine große Feier für ihre erste Bibellieferung. Und ich saß da und ich sage, Gott, ich habe King James Version, New International Version, Amplified Version, das sind Bibelübersetzungen. Ich habe Hoffnung für alle, Luther, Schlachter, Eberfelder. Und so eine Begeisterung fehlt bei uns heute. Aber die freuten sich. Und darum bin ich 100% sicher, dass Gott heute bereit ist, durch das, was wir in der Bibel haben, etwas zu machen. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Es ist mit dem Thema zu überwinden. Mein Vater, wir bitten dich heute um frische Gnade, sowohl für den, der spricht, als auch für die, die zuhören. Gott, du hast diesen Tag bestimmt, vollbringen das, wozu du uns zusammengesammelt hast, im Namen Jesus. Amen. Wir werden heute ein paar Bibelstellen betrachten. Und wir werden versuchen, gemäß Gottes Gnade, zu sehen, was Gott uns in den Texten sagt. Ich habe zwar ein paar Bibelstellen hier aufgeschrieben, man muss nicht alles berühren. Man will aber ohne Stress, mit aller Ruhe, soweit es uns möglich ist, zu sehen, was Gott uns sagt in den Texten. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 4. Das ist unsere erste Bibelstelle. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 4. Das ist die Bibelstelle, wo Gott uns das Thema des Abends oder des Wochenendes gegeben hat. Die Bibel sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich will, dass wir diesen Text nicht einfach nehmen. Ich weiß, dass wir diesen Text kennen, weil wir diesen Text oft gelesen haben. Aber ich will, dass wir uns Zeit nehmen und uns Fragen stellen über diesen Text. Denn wenn Gott nichts Besonderes vorhätte, hätte er uns diesen Text nicht gegeben für das Wochenende. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Haben wir gesehen, dass am Anfang des Textes ist es ein kontinueller Satz, überwindet die Welt. Kannst du mir noch mal zeigen?
überwindet die Welt. Nicht hat die Welt überwunden, nicht wird die Welt überwinden, überwindet die Welt. Das heißt, es ist normal für alles, was aus Gott geboren ist, die Welt zu überwinden. Dann kommt die Bibel und macht etwas und sagt, es ist aber der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sind wir noch zusammen? Wir überwinden die Welt und der Glaube hat die Welt überwunden. Nun, lasst uns 4 Fragen stellen. Erste Frage ist, was ist das Schlüsselwort in diesem Text? Was ist das Hauptwort? Was ist das Thema in diesem Text? Und das Schlüsselwort ist zu überwinden. Kommt das bei dir auch so an? Es geht um Überwinden. Denn Nummer 2, wer überwindet? Weil wenn es etwas gibt zu überwinden, dann muss es jemand geben oder etwas geben, der überwindet. Und die Bibel sagt, alles, was aus Gott geboren ist. Nun, vielleicht jemand sagte, das verstehe ich nicht. Lass uns Vers 5 schauen, gleiche Kapitel von 1. Johannes. Vers 5 sagt, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So, da wir festgelegt haben, was das Thema des Abends ist, was das Thema des Textes ist, und zwar zu überwinden, dann haben wir uns gefragt, wer überwindet? Weil es ist für uns einfach zu glauben, die Pastoren überwinden oder die Bischöfe überwinden oder die Pfarrer überwinden oder die Leiterschaft überwinden. Aber die Bibel ist weitergegangen, weil Gott weiß, es wird ein paar Prediger geben, die das behaupten wollen. Es sei denn, du gibst deine Zehnte in der Gemeinde, du wirst nicht überwinden. Ich bin sicher, es wird ein paar Prediger geben, die weiterhin erzählen wird. Es sei denn, dass du das machst und zu dieser Gruppe gehörst und zu dieser Gruppe in der Gemeinde gehörst, du wirst nicht überwinden können. So, die Bibel ist weitergegangen und sagt uns, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So, die Qualifikation, überwinden zu können, ist der Glaube daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Halleluja. Sind wir noch da? Ist jemand hier, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So, wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bist du ein Kandidat zu überwinden. Denn dritte Frage, was wurde überwunden? Jemand sagt, meine Frau, nicht deine Ehefrau. Nicht deine Schwiegermama. Was überwunden wurde, ist die Welt. So, bitte, dein Problem ist nicht mit Menschen. Und es geht nicht darum, mit Menschen zu streiten. Niemals. Die Bibel hat uns gelehrt, Liebe auszustrahlen. Aber die Welt ist das Ding, die wir überwinden sollen. Nun, was ist die Welt? Bitte, die Welt ist alles, was Satan anzubieten hat. Die Welt ist alles, was gegen Gottes Willen geht. Die Welt ist alles, was nicht im Gottes Plan steht. So, was auch immer gegen Gottes Willen in deinem Leben sich stellt, das ist die Welt. Was auch immer gegen dich wirkt und nicht im Plan Gottes steht für dein Leben, das ist die Welt. Was auch immer dir deine Freude, deinen Frieden, deiner Gerechtigkeit beraubt und dir nicht erlaubt, in der Herrlichkeit Gottes zu wandeln, das ist die Welt. So, ist es klar? Nicht der Pastor und nicht dein Ehemann
und nicht deine Opas und Omas. Es ist die Welt. Der Nummer 4. Womit wurde überwunden? Das ist sehr wichtig. Was ist unsere Waffe? Das, was wir anwenden sollen, was ist das Ding, das wir brauchen zu überwinden? Und es ist der Glaube. Nummer 2. Das Leben mit Gott ist so einfach, dass wir ein paar Prediger brauchen und wir bezahlen den und sie machen es für uns schwierig. Wir können jetzt nach Hause gehen. Warum? Alles, was aus Gott geboren ist, ich bin aus Gott geboren. Warum? Ich glaube daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Welt, mein Problem. Was brauche ich? Den Glauben. Das war's. Und der Glaube ist so stark, dass der Glaube schon gewonnen hat. Du hast schon den Sieg. Wenn du den Glauben hast, hast du schon den Sieg. So, es ist nicht etwas, was jemand extra tun muss für dich. Es ist nicht, was extra vom Himmel kommen soll. Es ist das, was schon da ist. Gott will, dass wir das stehen. Und ich will, dass wir Schritt für Schritt anfangen zu sehen. Weißt du, ich habe mich heute gefragt, als ich vorbereitet habe, gestern, nicht heute, als ich vorbereitet habe und sage, was willst du erreichen? Eigentlich, es ist so, ich habe mich erwischt, wie ich mich frage. Und ich weiß nicht, ob jemand auch hier gibt, der sich auf Fragen stellt. Was willst du erreichen an diesem Wochenende? Und was ich erreichen will, ist, dass jemand, der unter dem Klang meiner Stimme steht, das in seiner Hand, ihre Hand annimmt, was er braucht, und das anwendet und in ein paar Tagen zurückkommt und sagt, das und das und das waren meine Störungen, das und das und das war mir unmöglich, aber gemäß Gottes Gnade, ich habe das und das und das getan und ich habe überwunden. So, mein Ziel ist nicht, eine tolle Predigt zu halten. Vergiss es. Wenn du hier bist für eine tolle Predigt, du kannst nach Hause gehen. Ich will, dass wir gemeinsam hineinschauen und uns fragen, wo in meinem Leben gibt es Dinge, die ich überwinden soll. Und ich bin 100% sicher, dass wenn wir mit unserem Herzen hören, dass Gott zu uns reden wird. Gott hat Jakob niemals zu sich umsonst gerufen. Denn er hat ihn als ein Mann gerufen und lässt ihn gehen wie eine Nation. Und ich bin sicher, egal wie du heute hergekommen bist oder du, der mich hörst, egal wie du gewesen bist, als du angefangen hast zu hören, Gott wird dich verändern und du wirst ein Überwinder sein. Im Namen Jesus Christus. Amen. So, lass uns mal versuchen, das Wort zu überwinden, zu definieren. So, ich habe mir erlaubt, zu Duden zu gehen und ich habe das rausgeschrieben, weil es heißt zu überwinden. Es heißt zu besiegen. Okay. Nummer 2, das gefällt mir. Durch eigene Anstrengung mit etwas, was ein Hindernis darstellt, was Schwierigkeiten bereitet, fertig werden, meistern und besiegen. So, zu überwinden heißt, durch eigene Anstrengung, merke das, eigene. Habt ihr das gehört? Zu überwinden heißt, durch eigene Anstrengung mit etwas, was ein Hindernis darstellt, was Schwierigkeiten bereitet, fertig zu werden, meistern und besiegen. Oder im Lauf einer Entwicklung hinter sich zu lassen. Denn nochmal, etwas, was einem widerstrebt, schwerfällt, schließlich doch tun. So, das heißt, es gibt etwas, was du gern tun wollte, aber es war dir schwierig. Du konntest nicht, aber irgendwann hast du es geschafft zu tun. Das klingt wie überwinden. Nummer 3, mit einer seelischen Belastung
Erschütterung unter anderem fertig werden, verarbeiten oder verkraften. So auf Deutsch gesagt, zu überwinden heißt, Unmöglichkeiten wegzunehmen und Möglichkeiten zu erleben. Und ich will, dass du anfängst zu schauen in deinem Leben. Gibt es Dinge, die ich überwinden soll? Mein Kühlschrank. Soll ich meinen Kühlschrank überwinden? Dieses Schokoladepaket, meine Süßigkeitskarton. Soll ich meine Süßigkeitskarton überwinden? Oder meine Krankheit? Also das, was mir ein Hindernis stellt, das, was mir schwierig geworden ist und ich weiß, ich soll das tun, was auch immer das er mag, dein Verhalten, dein Charakter. Die Bibel sagt, Gott schenkt uns die Möglichkeit, ein Überwinder zu sein in dieser Sache. Vergesse nicht, wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Nun, lass uns 2 Bibelstellen betrachten, wo ich sagen will, dass Gott will, dass wir ein erfülltes Leben haben. Gott will, dass wir ein erfülltes Leben haben. Römerbrief 8, 32. Römerbrief 8, 32. Die Bibel sagt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Die Bibel, ich will, dass wir, bitte, versteht das über Gott. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Ich weiß nicht, was dein Pastor bis jetzt immer gepredigt hat. Aber die Bibel sagt, dass Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. Es gibt nichts größer für Gott als Jesus Christus. Und er gab Jesus Christus, als wir extrem heilig waren. Stimmt das? Nein. Er gab Jesus, als wir Sünder waren. Extrem Sünder gab er Jesus. Und die Bibel sagt, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott mir Jesus geben kann, als ich ein Antichrist war, wenn Gott mir Jesus geben könnte, als ich praktisch mit Bewusstsein gegen Gott gelebt hat, und nun hat er mir Jesus gegeben, und ich habe die Ehre gehabt, Jesus aufzunehmen, und ich fange an Jesus zu glauben, dass er für meine Sünde gestorben ist. Perfekt bin ich zwar noch nicht, aber Gott weiß, dass ich mich bemühe und ich öffne mich für eine Beziehung mit ihm. Wie viel mehr wird er mir nicht mit ihm alles schenken? Und bitte, alles. Ich habe immer gesagt, was bedeutet alles? Ihr kennt die Geschichte. Ein Mann hat sich hingesetzt und fing an zu forschen. Verschiedene Bücher, Enzyklopädie zu suchen, zu wissen, was alles bedeutet. Und nach 2 Monaten, er hat das Ergebnis seiner Forschung gehabt. Und alles bedeutet alles. So, wenn Gott uns Jesus geschenkt hat, er ist bereit, uns alles zu schenken. Amen. Bitte sprich mal nach alles. Alles. Was auch immer das er mag in deinem Leben. Ein guter Papa, der das Geld hat, wird nicht zuschauen, wie sein Kind leidet, ohne dass er ihm das kauft, was das Kind benötigt. Und Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was du benötigst im Leben. Sogar auch, was du dir wünschst, um Spaß zu haben. Und die Bibel sagt, Gott, indem er uns Jesus geschenkt hat, er hat uns gezeigt, er ist bereit, uns alles zu schenken. So lass Satan dich nicht belügen, dass du nicht qualifiziert bist, von Gott was zu bekommen. Lass Satan dich nicht belügen. Gott ist bereit, alles zu schenken. Lass uns Johannes Kapitel 10, Vers 10 schauen. Johannes 10, 10. Ja, hier hat Jesus gesprochen
Und das wird uns leiten zu der anderen Teil. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Hier hat Jesus von sich geredet und von Satan geredet. Satan ist der Dieb, der in dein Leben kommt, der in deine Familie kommt, der in deine Finanzen kommt, der in die Gemeinde kommt. Und Satan hat nur etwas, egal wie das Ding scheint und ausstrahlt, zu töten, zu stehlen und zu verderben. Jesus sagt, aber ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und nicht nur genug, in Überfluss. Das heißt, in jedem Bereich deines Lebens, du hast mehr als genug. Warum Überfluss? Damit du Leute weitergibst. Das ist Gottes Wille. Bitte lass das bei dir sinken. Schaue nicht an deine Situationen. Bitte, was in der Bibel steht, ist Leben, ist die Wahrheit. Das, was du Tatsache nennst, ändert sich. Aber was Gott sagt, ändert sich nicht. Warum ist das wichtig? Wie du Gott betrachtest, entscheidet, wie du Gott begegnest. Und wie du Gott begegnest, entscheidet, was du von Gott bekommst. Es ist ein komisches Beispiel, ich erzähle es trotzdem. Es war zwischen 99 oder 98, ich war mit einem Band irgendwo in Süddeutschland, es war eine christliche Konferenz und ich durfte da auf dem Band mitspielen. Wunderbare Leute. Und es gab einen Büchertisch und da waren ein paar wunderbare Nonnen, diese Frauen, die Kloster sind, wunderbare Frauen, Nonnen. Und sie haben diesen Büchertisch gepflegt oder egal wie. Und man kann ein Buch kaufen. Und ich hatte Geld. Ich hatte genug Geld. Und ich wollte mir Bücher kaufen. Und ich schaue die Bücher und ich schaue sie. Und ich suche mir ein Buch. Und dann kommt diese wunderbare, liebevolle Schwester. Und sagt, du aus Afrika, nimm, was du willst, nimm, was du willst. Und da ich ein Jude bin, habe ich genommen, was ich will. Es ist komisch. Sie hat mich so betrachtet, als ob ich arm wäre. Verstehst du mich? So, sie hat nicht von mir erwartet, dass ich was kaufen kann. So, darum hat sie mir geschenkt. Ich habe es genommen, ich habe für sie gebetet, dann bin ich weg. 2 Bücher. Wie begegnest du Gott? Ein Mann kam für Gebet bei einem anderen Mann Gottes und man fragte ihn, was willst du? Was willst du, dass Gott tut? Und er sagte, bei mir ist viel, aber nur diese Kopfschmerzen, das reicht. Die anderen sind zu viel. Und der Mann Gottes fragte ihn, du denkst, wenn wir für alles beten, es wird Stromausfall im Himmel geben. Weißt du, für ihn war, alle anderen sind nur Kopfschmerzen, die anderen sind zu viel. Nein. Der Mann sagt, erzähle alles, lass uns für alles beten. Der Mann sagt, wirklich? Ja. Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Und Gott in seiner Gnade hat mit einem Schlag alles geheilt. Wie du Gott betrachtest, entscheidet, wie du Gott begegnest. Und wie du Gott begegnest, entscheidet, was du von Gott bekommst. So, begegne Gott wie ein wunderbarer Papa, der nur darauf wartet, dich zu segnen. Weißt du, manche begegnen Gott als ein böser Papa, der wartet auf unsere Fehler. Er wartet. Ein Fehler, boom, boom. So ist Gott nicht. Er wartet. Der verlorene Sohn, er hat seine Habe bekommen. Er ist weg. Aber als er zurückkam, die Geschichte erzählt mir, Papa war auf der Straße und wartete auf ihn. Stinkend, arm, dumm,
Aber Papa hat ihn umarmt. Hat nicht gesagt, das und das, sofort Party geschmissen. Gott wartet auf dich, dass du zu ihm kommst. So lass uns Gott sehen. Wenn Sie mir nun sagen, dass Gott ein Weihnachtsmann ist, Gott ist mehr als ein Weihnachtsmann. Er ist immer Mann. Der Weihnachtsmann kommt nur im Dezember. Gott ist immer da. So, bitte. Weil wenn du das hast, du wirst aufhören aufzugeben. Du wirst nicht sagen, naja, das Ding macht zwar mein Leben schwer, aber es ist Teil meines Lebens. Nein. Was auch immer dir deine Freude klaut, deinen Frieden klaut, deine Gerechtigkeit klaut, ist nicht von Gott. Was auch immer dir nicht erlaubt, vorwärts im Leben zu gehen, zu blühen, zu gedeihen, zu strahlen, Segen zu sein für deine Gesellschaft, das ist nicht von Gott. So was sollst du überwinden. Jesus hat überwunden. Darum dürfen wir mit ihm überwinden. Ich habe vorhin gesagt, dass der Glaube ist der Sieg, der überwunden hat. So, es ist schon überwunden worden, aber wir dürfen überwinden. Ich erzähle euch diese Geschichte. Ich mag die Geschichte. Es war irgendwann Ende 80er. Es gab eine U20 WM, Fußball U20 WM, wurde irgendwo gespielt. Und damals in Nigeria, und wir alle saßen am Fernseher. Diese Familie hatten farbige Fernseher. Wir haben schwarz-weiß. Und die haben farbige, so wir sind alle zu denen gegangen. Viele Leute gucken farbige Fernseher. Und da spielt Nigeria. Und man sagte uns, es ist live. Okay? Es war live. So wir alle saßen und Fieber mit. Und Halbzeit war 0-0. Und es gibt immer 15 Minuten Pause. Und die Kommentare, diese besonderen Profi, die kommentieren, sie reden. Und ich war damals sehr, sehr gebunden mit BBC. BBC ist eine englische Nachrichten. So ich bin schnell zu mir nach Hause gerannt, um Nachrichten zu hören, weil ich habe keinen Bock mitzuquatschen. Und in den Nachrichten, ich habe gehört, dass das Spiel schon zu Ende war. Und wir haben gewonnen 2-0. Und man hat die Uhrzeit und wer das Tor geschossen hat. Verstehst du mich? So, diese Fernseher-Leute haben uns belogen. Es war kein Live. Okay. Und ich kam zurück, zweite Halbzeit. Und wir schauen es. Ich weiß schon das Ergebnis, okay? Und ich weiß welche Minuten. Und ich sage, Leute, oh, bald kommt ein Freistoß. Und der Enemy wird diesen Freistoß schießen und es wird ein Tor sein. Und daran kommt der Freistoß. Er schießt ein Tor. Sie gucken mich so, was ist los? So, nein, ich bin ein Prophet. Ich habe dir nicht gesagt. Dennoch war ich da, oh, bald kommt bei dieser Ecke, wer das mit dem Kopf reinschießen. Und das passierte. Und als das geschehen ist, ich habe auch verstanden, ihr Lüge, sie belugen euch. Das Spiel schon stattgefunden. Das Spiel des Lebens ist schon stattgefunden. Jesus hat gewonnen. Halleluja. Jesus hat gewonnen, aber wir dürfen nur spielen. Wir sollen spielen. Wir sollen spielen, aber der Sieg ist so unser. So, wir spielen mit dem Bewusstsein, dass wir gewonnen haben. Auch wenn es 89 Minuten ist. Du weißt, das Spiel ist 90 Minuten. Auch wenn es 89 Minuten ist und du liegst 4-0 unter, gebe nicht auf. Du hast gewonnen. Gott weiß, wie er das machen wird. Halleluja. So, gib mir Johannes Kapitel 16, Vers 33. Johannes 16, 33. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnisse. Was heißt Bedrängnisse? Probleme. Jesus garantiert uns. Ich erzähle euch das hier, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, ihr werdet Bedrängnisse und Probleme haben. Aber sei getrost. Ich mag, wie Englisch sagt.
Be of good cheer. Freut euch. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Ich will das ja verstehen. Jesus sagt, ich habe überwunden, aber ihr werdet Probleme haben. So, wie soll ich mich verhalten? Behalte deinen Frieden in mir und freu dich, weil ich schon überwunden habe. Lass uns anschauen, was Kolosser 2,15 uns sagt. Weil Kolosser 2,15 erzählt uns, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Als Jesus zum Kreuz ging und sein Leben gab für mich und für dich und die Macht des Todes zerstörte und die Macht der Sünde kaputt gemacht hat, weil Satans Argument gegen uns war immer unsere Sünde. Aber Jesus hat durch sein Blut unsere Sünde vergeben. So Satan hat keine Argumente mehr. Und Gott hat dadurch Satans Macht zerstört. Jesus ist in die Hölle gegangen, hat den Schlüssel von Satan weggenommen. Und er hat in seiner Hand den Schlüssel des Lebens und Todes. Und öffentlich, nicht geheim, hat Jesus Satan entwaffnet und triumphierte über sie an demselben. Ich will das etwas über Triumphieren verstehen. So ist es. Wenn König Max, der König von Leipzig, ist okay, hat einen Krieg geführt gegen König von Weimar. So Max ist gegangen mit seinen Generalen und hat Weimar überwunden. So was Max machen wird, ist, er wird reinmarschieren in Leipzig, in Innenstadt, in einem Triumphzug mit den Gefangenen von Weimar. Alle mit Hand gebunden, mit Kette gebunden, die ganze General, sogar der König von Weimar, nackig. Man macht sie alle nackig und man beißt sie und sie gehen durch die Stadt. Und die ganzen Soldaten von Max marschieren da hinten. Und der Max sitzt auf seinem Triumphwagen und sie marschieren durch die Straße. Und Leute klatschen und Leute spucken auf die Gefangenen. Und es ist klar, Max ist zurückgekommen. Und das hat Jesus getan. Aber es gibt etwas, was mir gefällt. Gib mir 2. Korinther 2,14. 2. Korinther 2,14 sagt, Gott aber sei Dank, dass der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. In diesem Vers ist viel gestärkt. Was heißt jetzt? Er lässt uns triumphieren. Was passiert? Als Jesus Satan verprügelte und durch die geistliche Welt seine Gefangene durchführte, Jesus hat mich und dich auf seine Bank reingeholt. Wir haben zwar nicht mitgekämpft, aber wir dürfen mit triumphieren. Ich verstehe das. Überall und alle Zeit. Er lässt uns triumphieren. Überall und alle Zeit. Und alle Zeit. Uns alle Zeit. Alle Zeit. In der Nacht, früh am Morgen. Ich will, dass du diese Mentalität, diese Einstellung hast. Dass der Sieg Jesus am Kreuz gilt für mich und für dich. Und wir dürfen in diesem Sieg wandeln und verweilen. Wir dürfen das erleben, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Das heißt, wenn Satan seinen schmutzigen Kopf gegen uns erhebt, wir dürfen ihm sagen, hey, du Kopf, du bist schon verprügelt worden durch das Blut Jesus Christus und ich gehöre nicht zu deinen Leuten, darum weiche von mir. Lass uns diese Mentalität haben. Wir gehören zu dem Triumphzug Christus. Warum reden wir davon? Zu überwinden, weil Jesus für uns überwunden hat. Nun, lass uns etwas sehen. Dann stellen wir uns 4 Fragen.
Lass uns ein paar Bibelstellen in Offenbarung betrachten. Offenbarung ab Kapitel 2. Offenbarung ab Kapitel 2. Lass uns ein paar Bibelstellen betrachten. Kapitel 2, Vers 7. Wir werden das vielleicht morgen noch mal tiefer berühren. Wer ein Ohr hat, der höre. Wie viele Ohren? Ein. Wie viele Ohren? Ein. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Warte mal. Hier schreibt Jesus Brief an 7 Gemeinden. Und diese 7 Gemeinden stehen für die 7 Zeitarten der Gemeindegeschichte. Und Jesus sagte, wer überwindet, der wird von dem Baum des Lebens essen. Ich habe ein bisschen Deutsch gelernt. Das heißt, wer nicht überwindet, wird von dem Baum nicht essen. Klingt das logisch? Wer überwindet, wenn ich jetzt sage, wer mir 100.000 Euro schenkt, dem gebe ich meine Bibel. Das heißt, der einzige Person, der meine Bibel bekommen wird, ist der mir 100.000 Euro geschenkt hat. Was für ein Beispiel ist das? Aber verstehen. Das heißt, es wird einige Leute geben, die nicht überwinden werden. Und diese zu überwinden ist offen. Du entscheidest, ob du überwinden willst. So, geh mal mit mir Vers 11, gleiche Kapitel, Offenbarung Kapitel 2, Vers 11. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Sonntag berühren wir das nochmal tiefer. Wer überwindet, der zweite Tod wird ihm kein Leid zufügen. Auf Deutsch gesagt, wer nicht überwindet, soll ein paar Verprügelungen erwarten vor dem zweiten Tod. So, du musst dich fragen, was du willst. Will ich von dem Baum des Lebens essen in Mitte des Gartens? Will ich Sieg erleben, wo der Tod keinen Einfluss mehr hat über mich? Geh mit mir zu Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. 22. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinde sagt. Das heißt, nicht jeder wird auf dem Thron mit Jesus sitzen. Klingt das bei dir so? Nur diejenigen, die überwunden haben. Und warum sitzt er selber auf dem Thron seines Vaters? Weil er überwunden hat. Hör mal zu. Gott ist für die Starken und die Armen und die Schwächen. Okay? Aber ich will nicht, dass du deine Stärkung mit jemandem anmessen. Messe deine Stärkung oder Schwäche mit Gottes Wort an. Es wird immoral, es wird sündhaft von Gott, für Gott, von dir und von mir zu verlangen, was wir nicht tun können. Das ist ungöttlich. Ich will, dass du zu einer neuen Ebene kommst, wo du dir sagst, es reicht mit dieser Sache in meinem Leben. Ich will überwinden. Es ist schön zu überwinden. Wenn du schon mal Fußball gespielt hast und du hast Turnier gewonnen, man freut sich. Wenn du mal eine Prüfung geschrieben hast
Ich habe noch gezeigt, weil du studiert hast. Alle, die die Prüfung geschrieben haben. Du weißt, wie du titterst. Und am Ende des Tages, du bekommst ein Ergebnis bestanden. Du freust dich. Es ist schön zu überwinden. Niederlage zu erleben, ist nicht schön. Und Gott will, dass wir überwinden. So darum, lass uns, das reicht. Wir hätten jetzt Offenbarung 21,6 geschaut, aber vielleicht sehen wir das morgen. Diese Frage sollst du nachher beantworten können. Nach diesem Konferenz. Nach heute, morgen und Sonntag. Du sollst diese 4 Fragen beantworten können. Ansonsten habe ich schlechte Arbeit gemacht oder du hast nicht gut zugehört. Nummer 1. Kann ich überwinden? Diese Fragen sollst du dir beantworten können. Kann ich überwinden? Nummer 2. Soll ich überwinden? Weißt du, es gibt Unterschied zwischen kann und soll. Vielleicht ich kann überwinden, aber ist nicht meine Sache. Gott erwartet nicht von mir zu überwinden. So, soll ich überwinden? Erwartet Gott von mir zu überwinden? Der Nummer 3. Will ich überwinden? Weil was Gott will, ist eine Sache. Was ich will, ist eine Sache. Ich kann überwinden. Warum? Naja, ich bin Gottes Kind. Ich soll überwinden, es steht das in der Bibel. Aber ich habe keinen Bock zu überwinden. Will ich überwinden oder ich bin damit zufrieden, Satans Fußball zu sein in meinem Leben? Der Nummer 4. Muss ich überwinden? Muss ich überhaupt? Weil wenn du überwinden musst, dann wirst du einige Sachen tun. Als ich mal neu in Deutschland war, damals auf der Baustelle, dann habe ich etwas gesagt, dass ich muss etwas machen. Und da hat jemand mir gesagt, man muss nicht nur auf Toilette gehen. Also, der Mann sagt, ich muss mal, oder? Ich habe gehört, ich muss mal. Ich habe nicht verstanden, was ich muss mal bedeutet. Was heißt, ich muss mal auf Toilette? Du musst auf Toilette gehen. Ob du willst oder nicht, du musst auf Toilette gehen. Ist jemand da? Du hast keine Zeit, du musst auf Toilette gehen. Ich will noch länger schlafen, du musst auf Toilette gehen. Ansonsten, alles wird kaputt sein auf deinem Bett. So, kann ich überwinden? Will ich überwinden? Soll ich überwinden? Will ich überwinden? Dann muss ich überwinden. Weil, wenn ich will, der muss. Und darum muss es am Ende. Weil wenn muss am Anfang kommt, es ist ein Zwang auf dich. Aber wenn du gesehen hast, dass du kannst, du hast gesehen, du sollst, du hast gesehen, du willst, und jetzt, du machst dich auf und du bringst das Muss rein. Und am Ende des Tages hast du das überwunden. Ich nehme mal das Beispiel von jemandem, der mit Fahrrad zur Arbeit fährt und es regnet. Wirst du deinen Chef anrufen? Chef, ich kann heute nicht kommen, es regnet. Niemals. Du kannst zur Arbeit gehen. Du sollst zur Arbeit gehen. Du willst zur Arbeit gehen. Was machst du? Im Regen hinein, mit deinem Regenmantel. Du musst zur Arbeit gehen. Weil wenn du das einmal machst, du bist nicht gegangen, zweimal nicht gegangen, dreimal, Chef ruft dich an, du musst gar nicht mehr kommen, bleibe zu Hause. Wir schicken dir deine Sache. So, was gehen wir jetzt? Wie sieht dieser Glaube nun an, womit wir überwinden? Was wir heute machen werden, ist uns zu sensibilisieren mit Überwinden. Okay? Wir wollen irgendwas in uns anschauen. Vielleicht kriegen wir Appetit, überwinden zu wollen. Oder eine Verständnis, dass Gott will, dass wir überwinden. Und dass Gott uns zur Seite steht, zu überwinden. Das wollen wir heute Abend schaffen. Und morgen machen wir praktische Schritte zu überwinden. Und morgen werden wir beten. Wir werden sehen, die Rolle des Gebets in Überwinden.
So morgen, aber heute wollen wir das Fundament bauen, damit, wenn wir morgen kommen, 17 Uhr, wir haben etwas, worauf wir stehen werden. Nun, der Glaube ist der Sieg, der überwindet. Und lass uns etwas über diesen Glauben sehen. Hebräerbrief 11, das ist Glaubenskapitel, oder? Wenn du über den Glauben reden willst, dann geht mal zu Hebräerbrief Kapitel 11. Und Sonntag werden wir das nochmal tiefer berühren. So, wenn ich du wäre, ich werde keinen Tag verpassen. Weil die Tage bauen sich aufeinander. Hebräerbrief 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Stopp mal. So, der Glaube hat etwas mit Zuversicht und Überzeugung zu sein von etwas, was man weiß, was man erwartet, aber was man noch nicht gesehen hat. Überzeugung. Vers 2. Durch diesen, und zwar der Glaube, haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Die Alten haben etwas dadurch getan und dann haben sie Zeugnis. Kann jemand ein Zeugnis haben, wenn er nichts getan hat? Du kannst nicht in die Schule gehen und sagen, gib mir Zeugnis, aber ich habe keine Prüfung geschrieben. Zeugnisse sind für die Leute, die Prüfung geschrieben haben, oder? Okay, ich kann doch nicht zu deiner Schule jetzt kommen und sagen, ich will Zeugnis. Man ruft Polizei für mich. Der muss krank sein. So, der Glaube besteht auf zwei Beine. Der Glaube besteht auf zwei Beine. Ein Bein ist Überzeugung. Das andere Bein ist Tun, Handeln. Zeit wird uns nicht erlauben. Die Bibel sagt, ihr kommt zu mir und nennt mich Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich sage. Und Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. So, der Glaube fängt mit einer Überzeugung an. Du bist davon überzeugt. Du weißt es, dass Gott dich liebt. Du weißt es, dass Gott für dich ist. Du weißt es, dass Gott dich heilen will. Du bist davon überzeugt. Und aufgrund dieser Überzeugung handelst du gemäß Gottes Wort. Ist okay? Und was wir heute erreichen wollen, ist erstmal diese Überzeugung bei uns zu haben. So, wenn du morgen früh aufstehst und man fragt dich, denkst du, dass du überwinden sollst? Du sagst, ja, ich gehöre zu den Überwindern. Du weißt davon. Aber das ist das Problem. Kein Problem, das erledige ich. Ich überwinde in Christus Jesus. Die Überzeugung muss das sein. Und diese Überzeugung ist etwas, was manchmal, man braucht Zeit dafür. Es soll sich entwickeln in uns. Man bleibt dabei. Darum hat die Bibel gesagt, der Glaube kommt durch das Hören und durch das Hören Gottes Wort. Das Hören äußerlich und das Hören innerlich. Das heißt, einmal hat Gott gesprochen, zweimal habe ich gehört. Das heißt, dein Geist hat das verstanden und es ist Teil deines Lebens geworden, die Wahrheit aus der Bibel. So ist Glaube. Es ist eine feste Zuversicht auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von der Tatsache, von Dingen, die man noch nicht sieht. Und aufgrund dieser Zuversicht und Überzeugung handelst du. Und was passiert? Zeugnis. So, das sind die zwei Beine des Glaubens. Nun, aber wenn du keine Überzeugung hast, wirst du nie handeln. Und das ist genau, wo Satan arbeitet in der Gemeinde. Lukas 22, Vers 31. Satans Strategie ist es, deinen Glauben zu verwassern. Er wird dich nicht stoppen, in die Gemeinde zu kommen. Er wird dich nicht stoppen, zum Lobpreisteam zu gehören. Sogar, er wird dich nicht stoppen, eine Gemeinde zu gründen. Aber solange er deinen Glauben schmutzig machen kann. Jesus spricht ja zu Simon Petrus. Und er sprach aber, der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weißen. Dann weiter. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.
Du kannst in der Gemeinde sein, aber dein Glaube hat aufgehört zu wirken. Deine Überzeugung ist weggegangen. Jahrelang hast du geglaubt, monatelang hast du geglaubt mit dem Pastor und der Pastor kommt nach vorne und sagt, Gott will dich heilen, Gott will dich heilen und du hast geglaubt, Amen, Halleluja. Und Rückenschmerzen 1 Monat, Rückenschmerzen 2 Monaten, Rückenschmerzen 3 Monaten. Und was sagt Satan? Stimmt das wirklich, was dein Pastor predigt? Tante Emma, sie hat auch diese Rückenschmerzen gehabt und sie hat sogar mehr geglaubt als du. Sogar dein Onkel, Bernhard, dieselbe Rückenschmerzen und er war sogar der Kantor in der Gemeinde. Okay, deine Tante, die andere Tante von deiner Oma-Seite, Brigitte. Und irgendwas sagt, das stimmt, vielleicht Gott will mich nicht heilen. Vielleicht Gott will mich nicht mehr heilen. Deine Überzeugung ist runtergegangen. Du bist noch in der Gemeinde, aber du hast keine Erwartung mehr. Und weil du nicht überzeugt bist, du wirst nicht handeln zu kämpfen. Denn müssen wir uns fragen, kann man überwinden, ohne einen Kampf zu führen? Du kannst nicht überwinden ohne Kampf. Eines Tages, manchmal ich schaue Fußball. Meine Frau sagt nicht manchmal, immer. Und eines Tages hat meine Mannschaft gewonnen. Und ich habe ihr gesagt, oh, wir haben gewonnen. Und sie fragte mich, hast du mitgespielt? Weißt du, wir haben gewonnen. Ich saß in Leipzig, sie haben in London gespielt, nur im Fernsehen oder Computer, aber wir haben gewonnen. Ja, aber wo ist deine Medaille? Wo ist dein Gewinn, Pokal? So, du kannst nicht einfach sagen, ich bin ein Überwinder. Warum? Mein Papa war ein Überwinder. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin ein World Heavyweight Champion auf Deutsch. Weltchampion, Pokal, Weltboxen-Champion. Warum? Mein Onkel war Weltboxen-Champion. Man verprügelt deine Augen raus. Wenn du nicht kämpfst, bekommst du keinen Sieg, keine Medaille. Nur alle, die gespielt haben, im Stadion in Leipzig gibt es 38 Sitzplätze. Zuschauer, die schreien und jubeln und jauchzen und singen und feiern und brüllen und fluchen. Aber nur 22 Leute spielen auf dem Platz. Und am Ende des Tages nur 22 Leute bekommen Medaillen. Die anderen trinken sich voll und gehen nach Hause. So, zu überwinden heißt auch, zu kämpfen. Und das ist, wo ich viele Leute jetzt verloren habe. Kämpfen, Bruder Pascal, kämpfen. Wir sollen doch friedlich sein und liebvoll sein. Kämpfen, ist das nicht Aggressivität und Gewalttätigkeit? Die Bibel, die Kirche, die Gemeinde soll doch nicht Gewalttätigkeit predigen. Lass uns der Bibel erlauben, zu uns zu reden, okay? Gib mir 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. 1. Timotheus 6, 12. Die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Stopp mal. Hier redet Apostel Paulus zu uns durch Timotheus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Warum? Geht weiter. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis von vielen Zeugen abgelegt hast. So, wenn ich den guten Kampf des Glaubens kämpfe, so ergreife ich das ewige Leben, wozu ich berufen worden bin. Das heißt, was auch immer mir gehört von dem ewigen Leben, ich muss kämpfen, um zu haben, was mir gehört. Warum? Weil es einen Feind gibt, der versucht, dich und mich zu widerstehen. Wenn es keinen Feind gäbe, würden wir nicht kämpfen müssen. Aber der Satan lauert herum wie ein Löwe, benutzt viele Dinge in der Gesellschaft, in dem System der Welt, uns zu hindern, in die Erfüllung Gottes Herrlichkeit zu kommen, in jedem Bereich unseres Lebens. Und darum sollen wir nicht leben, als ob alles normal sei, sondern wir sollen erkennen, dass
es Dinge gibt, die zu uns zustehen und wir sollen davon überzeugt sein, dass diese Dinge uns gehören und wir sollen aufstehen in Kraft des Heiligen Geistes und kämpfen, wie Gott uns das Kämpfen beibringt, um zu haben, was uns gehört. Liebe, Jesus wird nicht mehr für dich kämpfen. Er sitzt im Himmel zur Rechten, Papa. Er sagt, du kämpfst. So, ich will dich herausfordern, zu erkennen, dass du die Verantwortung hast, mit Gott gemeinsam, durch die Führung des Heiligen Geistes und mit allem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, zu stehen und sagen, nein, das und das darf nicht mehr in meinem Leben sein. Das und das gehört mir, das will ich haben. Und du stehst auf und du verlangst danach. Wenn Satan versucht zu kämpfen, er wird versuchen, Nein zu sagen. Aber ich will, dass du weißt, er hat schon verloren. Du gehst weiter. Wir werden noch eine Bibelstelle betrachten, dann kommen wir morgen für praktische Übung. Dann werden wir uns entscheiden, ob wir wirklich kämpfen wollen und wie wir kämpfen werden. Weil so kann, wenn jemand zum Krieg geht, man plant es, oder? Oder? Wenn jemand zum Krieg geht, man plant das Krieg, man holt sich eine Strategie. So, was ist die Strategie, die ich rausholen soll, um das und das und das und das zu bekämpfen in meinem Leben? Und ich sage dir, weil schon der Sieg da ist in deinem Glauben, in deiner Überzeugung, weil schon der Sieg da ist. Ich habe ein Spiel geschaut. Das ist komisch. Champions League am Mittwoch. Da hat Real Madrid gegen, wer noch? Juventus gespielt. Und Real Madrid brauchte ein Tor zu gewinnen. Und in der letzten Sekunde, sie haben gekämpft. Die anderen haben alles gemacht, um Zeit zu vergolden. Verstehst du mich? Sie machen langsam, sie laufen langsam, der Torwart läuft langsam, sie machen langsam. Und Real Madrid rennt Hektik und Hektik. Und in der letzten Sekunde haben sie Elfmeter bekommen. Warum? Sie haben gekämpft bis zum Ende. Es lohnt sich, solange du noch lebst, zu kämpfen. Das Spiel ist nicht zu Ende, solange du lebst. Solange du lebst auf dieser Erde, gib nie auf. Gib nie auf. Eine Frau, meine Schwester, ihr Mann, seine Schwester, das ist meine Schwägerin, oder? Irgendwie. Meine Schwester, meine Schwager, seine Schwester. Mehr als 13 Jahre verheiratet. Kein Kind. Aber vor 2 Wochen hat Gott angegriffen. Gott hat ihr 3 Kinder einmal gegeben. 2 Jungs, ein Mädel. Sogar Gott hat es so wunderbar gemacht. Der Plan war Kaiserschnitt. Aber Gott sagt, nein, ich mache es normal. Bevor Termin, boom, die Kinder sind gekommen, gesund. Warum? Weil unser Gott ist fähig, das Unmögliche möglich zu machen. So, wir dienen Gott, wir beten Gott an, aber Gott will auch, dass wir Leben genießen. Aber er sagt, in diesem Leben genießen, ihr seid mitverantwortlich mit mir. Geh den Weg, den ich gegangen bin. Ich habe überwunden, du überwindest. Erkenne die Dinge in deinem Leben, die du überwinden sollst, und überwinde das. Epheser 6, 12 und 13. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bösheit in den himmlischen Regionen. Ich liebe die Bibel. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Fleisch und Blut heißt Menschen. Bitte bekämpfe niemanden. Wir sollen mit allem im Frieden leben. Aber wir bekämpfen die Macht hinter dem Mann. Wir bekämpfen die Kraft, die Autorität hinter dem Problem. Wir bekämpfen die Autorität hinter deinen Schwierigkeiten. Die sind Mächte. Weißt du, Demonstrationen sind gut. Aber es gibt Dinge, die Demonstration nicht bringen kann.
außer eine geistliche Demonstration in der Kraft Gottes im Gebet. So Gott ruft uns als eine Gemeinde, wach zu sein, zu erkennen, was uns zusteht, davon überzeugt zu sein, dass das uns gehört und dafür zu kämpfen. Vers 13. Das ist unsere letzte Bibelstelle vielleicht. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Nach dem Sieg, du stehst immer noch fest. Bitte, Gott hat uns gerufen zu überwinden. Verstehst du mich? Du kannst überwinden. Egal wie das Problem heißt. Solange nicht von Gott gekommen ist. Was auch mal Satan gegen dich schmeißt. Aber du musst davon überzeugt sein und es planen. Das berühren wir morgen. Wie kann ich überwinden? Wie kann ich meinen Glauben freisetzen? Was sind die Dinge, die ich verstehen muss? Welches Fundament brauche ich in meinem Glauben? Wie kann ich meinen Glauben entwickeln, dass ich den Glauben anwende, zu überwinden? Gott hat mich und dich berufen, zu überwinden. Und Gott wird uns helfen. Lass uns beten.